Exzellenz, sehr geehrte Botschafterin Alexander, sehr geehrter stellvertretender Ministerpräsident Herr Dr. Redmann, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, lieber Minister Wilke, herzlich begrüße ich unter uns Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen und Landkreise, den Kommandeur des Landeskommandos Brandenburg, Herrn Oberst Scholtka, sowie die Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften, Parteien, Justiz, Wissenschaft, Kultur, sowie von Verbänden und Vereinigungen, liebe Studierende und Studierende aus Potsdam, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger. Befreiung heißt Selbstbestimmung. Sein Leben wieder in die Hand nehmen, unabhängig, Freiheit genießen. Der 8. Mai ist ein Befreiungstag von Leid, zugleich ein Gedenktag an Leid. Unsagbar vielen Menschen auf der ganzen Welt brachten die Nationalsozialisten Tod und Zerstörung, Bombenopfern, Kriegswitwen und Waisen, Häftlingen in Konzentrationslagern, Juden, verschleppten Kindern, auch Soldaten, die keine sein wollten. Und nicht nur Männer riefen nach dem totalen Krieg. Unfassbar erscheinen uns Gräueltaten. Wie konnten Menschen dazu fähig sein? Täterschaft und Scham reichen tief in deutsche Familien hinein. Noch heute verbindet sich unsere Sprache im Ausland mit schlechten Erinnerungen, mit Kummer der Alten und unwiederbringlichem Verlust. In Berlin und Brandenburg beendete die Rote Armee mit ihren Soldaten aus 15 Unionsrepubliken der Sowjetunion die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten, unterstützt von polnischen Verbänden. Wir sind auch noch nach 81 Jahren und darüber hinaus zu tiefem Dank verpflichtet. Wissenschaftler und Zeitzeugen, Literatur, bildende Kunst, Theater und Musik lenken die Aufmerksamkeit auf Ereignisse. Überfall auf Polen, schon am 10. September 1939 Beschluss des kanadischen Parlaments zur eigenständigen Kriegserklärung an Deutschland. Die deutsche Besetzung von Dänemark, Norwegen und den Benelux-Staaten, Westfeldzug, Barbarossa, Pearl Harbor, Wannsee-Konferenz und Holocaust, dafür fehlen die Worte. Seeschlacht bei Midway, Stalingrad. In der Nacht des 4. September 1942 griffen deutsche Marinesoldaten die kleine Insel Belle bei St. John's an. Es ging um Bodenschätze, Erz für die Stahlherstellung. Ein Mahnmal für die Seemänner erinnert an diesen deutschen Angriff auf Nordamerika. Dann die Wende, Landung der Alliierten in der Normandie, die Befreiung der Konzentrationslager und Offenlegung des unvorstellbar schrecklichen Ausmaßes des deutschen Nationalsozialismus. Der weltweit entzündete Krieg endet erst im September nach Hiroshima und Nagasaki. Jeder Tag einer zu viel, jeder Tag Opfer. Ein Arzt ringt um ein einziges Menschenleben. Der Zweite Weltkrieg kostete nach Schätzungen 60 bis 65 Millionen Menschen das Leben. Wer weiß das schon genau, wenn es die eigene Familie nicht betrifft. Aber es gibt die Versöhnung über Gräbern, die Partnerstädte Coventry und Dresden. Der 8. Mai ist ein Beginn der Völkerverbundenheit. Folglich bat ich in den letzten Jahren Vertreter verschiedener Botschaften um ein Grußwort an diesem Tag. Ich erinnerte an Tanjas Tagebuch im belagerten St. Petersburg und Vertreter der ehemaligen Sowjetrepubliken besuchten uns. Die französische Botschafterin berichtete voller Begeisterung von den aktuellen Beziehungen zwischen ihrem Land und Brandenburg. Der ukrainische Botschafter nahm unsere Verbundenheit und Hilfsbereitschaft entgegen. Der Soldat James Ryan beschäftigte uns in der Gedenkstunde mit dem amerikanischen Gesandten. Unserem Nachbarn, dem polnischen Botschafter, versicherten wir unsere herzliche Freundschaft, auch unseren Einsatz für eine Erinnerungsstätte an polnische Soldaten. Die fehlt immer noch. Umso mehr freue ich mich heute, die kanadische Botschafterin begrüßen zu dürfen. Exzellenz, es ist mir eine Ehre, weil ich den beschwerlichen und erfolgreichen Weg zur eigenständigen Souveränität Kanadas zutiefst bewundere. Der Wille zu Frieden und Freiheit muss tief aus dem Volk herauskommen, um dauerhaft umgesetzt zu werden.
Kanada war am Ende des Zweiten Weltkrieges nicht nur Teil der alliierten Streitkräfte, sondern nahm am 5. Mai 1945 auch die Kapitulation deutscher Truppen in Nordwestdeutschland und in den Niederlanden entgegen. Ihr Land trat international als eigenständiger politischer Akteur hervor. 25.000 kanadische Soldaten wirkten an Besatzungsaufgaben in der britischen Zone im Raum Emden, Wilhelmshaven und Teilen Oldenburgs mit. Soldaten mit dem Auftrag der Sicherung des Friedens. Aus ehemaligen Feinden wurden Partner, auch Freunde. Wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen verbinden Kanada und Brandenburg im ursprünglich kanadischen, seit 2021 französischen Unternehmen Bombardier in Hennigsdorf sowie im Luftfahrtunternehmen in Pratt & Whitney in Ludwigsfelde. Zu dem Triebwerksportfolio gehören die Antriebe für Businessjets, Turboprops und Hubschrauber. Reparaturaufträge werden in Ludwigsfelde ausgeführt. Die Wirtschaftsförderung Brandenburg wirbt in diesem Jahr mit einer Unternehmensreise nach Vancouver und Calgary für den Ausbau unserer Beziehungen und bezeichnet Kanada als wichtigen Handelspartner. Die Universität Potsdam führt Kanada seit 2015 als Schwerpunktland ihrer Internationalisierungsstrategie. Auch im parlamentarischen Raum bestehen Kontakte. So nahm die brandenburgische Vizepräsidentin Dr. Grun im letzten September an einem Empfang der kanadischen Botschaft anlässlich des Besuchs einer Parlamentsdelegation im Rahmen einer Partnerschaft der Parlamente teil. Schließlich rückt Kanada auch für die Hauptstadtregion ganz praktisch näher. Air Canada verbindet den BER vom 3. Juli bis 11. Oktober 2026 dreimal wöchentlich nonstop mit Montreal. Das stärkt die Verbindung zwischen der Hauptstadtregion und Kanada auch im Alltag. Ich kann Ihnen versichern, hier in Brandenburg, nach der Befreiung vom Nationalsozialismus durch Soldaten anderer Völker, und nach der vom eigenen Volk errungenen friedlichen Revolution von 1989, hier in Brandenburg verstehen die Menschen sehr gut, was staatliche Souveränität und Zusammenarbeit bedeutet. Für den Bruch des Völkerrechts gibt es keine Rechtfertigung, ebenso wenig für einen militärischen Angriff. Denn es geht um mehr als eine international regelbasierte Ordnung. Es geht um den fairen Willen eines jeden Bürgers, um den freien Willen eines jeden Bürgers und der Bürgerinnen. Es geht um die freie Entfaltung eines jeden Kindes. Es geht um Unabhängigkeit. Es geht um Demokratie. Diktatoren, die ihr eigenes Grundgesetz ignorieren, die Friedensordnung der Welt zu sprengen suchen und populistisch die eigene Bevölkerung belügen, gehören nicht ins 21. Jahrhundert. Lassen Sie uns Freundschaft und Zusammenarbeit entgegenhalten. Die mit Ungarn wieder erstarkte Europäische Union und Kanada verstehen sich als langjährige strategische Partner mit weitreichenden historischen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Verbindungen. Wir leben nach demokratischen Werten, treten für Frieden und Sicherheit ein, für eine regelbasierte internationale Ordnung mit den Vereinten Nationen im Zentrum. Wir bekennen uns zu freiem und fairem Handel, das hört sich diplomatisch an und ist doch weit mehr. Es ist die Gestaltung des Miteinanders von Menschen. Meine damals 4-jährige Tochter stellte zutreffend fest, Menschen, die gleichzeitig auf der Erde herumlaufen, müssen sich verstehen. Wie einfach und wahr. Beim 20. EU-Kanada-Gipfel im Juni 2025 beschlossen Deutschland und Korea, ihre Partnerschaft weiter auszubauen und auf eine neue, umfassendere Grundlage zu stellen. Handel, Digitalisierung, Rohstoffe, Klimaforschung und direkte Kontakte zwischen Menschen bilden die Felder einer vertieften Zusammenarbeit. Auf dem Gipfel 2025 wurde eine neue Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft unterzeichnet. Das betrifft globale Sicherheitsfragen, den Kampf gegen Terrorismus und Cyberbedrohung. Kanada beteiligt sich seit Jahren an EU-Wahlbeobachtungsmissionen, zuletzt unter anderem im Kosovo, Ecuador und auf den Philippinen. Die EU und Kanada zählen zu den entschiedenen Unterstützern der Ukraine. In einem Atemzug nennen wir Kanada mit der Europäischen Union, obwohl uns doch geografisch der Nordatlantik trennt. Was sagt das schon?
Vor 250 Millionen Jahren, als die Verschiebung der Erdplatten noch nicht eingesetzt hatte, gab es nur den Superkontinent Pangea und Wasser außen herum. Unsere Heimaten lagen gar nicht weit voneinander entfernt. Das ist heute dank moderner Verkehrstechnik und Digitalisierung nicht anders. Lassen Sie uns gemeinsam Bündnisse schmieden. Europa braucht verlässliche Partner und Ihr Land teilt mit uns europäische Werte. Staatliche Souveränität gehört dazu. Klimaschutz, die wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit zur künstlichen Intelligenz, Meeres- und Polarforschung verbinden uns. Das Erasmus-Programm sorgt für den Austausch Studierender. Und wir können Wesentliches von Kanada lernen. Seit dem britisch-amerikanischen Krieg 1812 gibt es keine Kampfhandlungen auf kanadischem Boden. 214 Jahre lang, wertvolle Jahre. An manchen Tagen scheint die Befreiung vom Krieg vollendet. Die Sonne scheint, die Menschen verschiedener Nationen arbeiten zusammen und treffen sich ganz selbstverständlich mit ihren Kindern auf dem Spielplatz. Wer sich kennt, respektiert und austauscht, wird nicht aufeinander schießen. Aber noch nie gab es so viele Kriege gleichzeitig auf der Welt wie jetzt. Und wer will schon als Soldat oder Soldatin wirklich in den Krieg ziehen? Schülerinnen und Schüler demonstrieren heute hier in Potsdam und in Cottbus gegen die Wehrpflicht. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, nie wieder Wehrpflicht, heißt es im Internet zum Demonstrationsaufruf. Aber Pazifismus muss man sich leisten können. Wer Frieden will, der rede vom Krieg, er rede von seinen Anstiftern, von seinen gewaltigen Ursachen, seinen entsetzlichen Mitteln, hat Walter Benjamin gesagt. Ich denke, er hat recht. Ohne die Anerkennung der entsetzlichen Realität des Krieges wird es uns nicht gelingen, zu einer Friedenslogik zu kommen, die den Krieg überwindet, um Freiheit zu genießen, jeden einzelnen Tag. Vielen Dank.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Excellency, Madame Ambassador Alexander, meine Damen und Herren, Abgeordneten, sehr verehrte Gäste. Vor 81 Jahren endete die nationalsozialistische Schreckensherrschaft. Gewalt, Verfolgung und unvorstellbare Unmenschlichkeit fanden ein Ende. Jahrelang hatten Juden, Roma, Sinti, politisch Andersdenkende, Homosexuelle und all die anderen, die nicht passten, ins krude Weltbild der Nazis in Todesangst gelebt. Aber Millionen waren der Tötungsindustrie des Nationalsozialismus zum Opfer gefallen. Der Holocaust ist und bleibt einzigartig in der Menschheitsgeschichte. Auch hier im Land Brandenburg, ganz in der Nähe, ist Unvorstellbares passiert. Sachsenhausen, Oranienburg, Ravensbrück. Die Orte stehen stellvertretend für das, was Menschen anderen Menschen anzutun imstande waren. Erst vor wenigen Wochen durfte ich Überlebende des Naziterrors kennenlernen auf einer Gedenkveranstaltung zur Befreiung des KZ-Außenlagers Klinkerwerk. Die persönlichen Erzählungen vom damaligen Leiden haben mich tief bewegt. Meine Damen und Herren, der 8. Mai ist die Zäsur in der deutschen Geschichte. Er teilt ein in ein Davor und in ein Danach. Er ist Bezugspunkt und er verpflichtet uns. Aber der 8. Mai ist vor allem bis heute keine Folklore. Heute wissen wir, 1945 ist der Beginn von Frieden, Verständigung, von Demokratie in Europa. Aber zur Wahrheit gehört auch, die Mehrheit der Deutschen fühlten sich direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges keineswegs befreit. Der Zusammenbruch war für viele eine Niederlage, die Fragen stellte nach Schuld und nach Schweigen. In seiner historischen Rede 1985 nannte Richard von Weizsäcker den 8. Mai einen Tag der Befreiung. Es dauerte also 40 Jahre, bis ein deutscher Bundespräsident das aussprechen konnte. Die Rede war der Aufbruch zu mehr Ehrlichkeit im Umgang mit der eigenen Geschichte. Und das Wort von der Befreiung richtet auch den Blick auf die Befreier. Stellvertretend für all jene, die befreit haben, möchte ich Ihnen, Frau Botschafterin, herzlich danken. Kanada spielte logistisch und strategisch eine bedeutende Rolle im Zweiten Weltkrieg. Kanadische Einheiten waren am D-Day bei Juno Beach entscheidend beteiligt und beim anschließenden Vormarsch der alliierten Truppen durch Belgien und Frankreich. Deutschland schuldet ihnen dafür tiefen Dank. In der DDR verlief die Wahrnehmung des 8. Mai gänzlich anders. Die staatliche Geschichtsschreibung begnügte sich mit der Opferperspektive. Das sogenannte bessere Deutschland wurde in die Tradition des kommunistischen Widerstandes gestellt. Was allerdings nicht verhinderte, dass ehemalige NSDAP-Mitglieder und NS-Funktionäre auch in der DDR Karriere machten. Meine Damen und Herren, der 8. Mai ist keine Folklore. Er ist keine Folklore, weil nichts selbstverständlich ist, was wir seither erreicht haben. Nicht die Freiheit, nicht die Demokratie, nicht der Frieden. Seit über 4 Jahren herrscht Krieg in Europa. In der Ukraine wird gekämpft gegen Zivilisten, gegen Frauen, gegen Kinder und gegen das Völkerrecht. Der Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 war ein Terrorakt ohne Beispiel. Abertausende Menschen sind durch die anschließenden Militärschläge gestorben. Der Krieg im Iran mag derzeit die Nachrichten beherrschen, aber der Nahe Osten ist, weiß Gott, nicht der einzige Ort, an dem genau in diesem Moment Menschen bangen, leiden und sterben. Aber auch hier bei uns zeigt sich, wie wenig selbstverständlich das eigentlich Selbstverständliche ist. Der Nationalsozialismus wird 81 Jahre später immer noch geleugnet, verharmlost und glorifiziert. Es ist unerträglich, wie offen das Erinnern von manchen in Frage gestellt wird.
Die Zahl antisemitischer und rechtsextremer Vorfälle in Brandenburg steigt seit Jahren an. Die jüngsten Angriffe auf die Synagoge in Cottbus sprechen eine traurige Sprache. Hier werden Grundwerte missachtet. Hier werden die Lehren aus dem Nationalsozialismus geleugnet. Und eben das geht über das Leid der Opfer von Gewalt noch hinaus. Das stellt uns alle, das stellt das Fundament unserer Gesellschaft in Frage. Wir dürfen nicht aufhören zu erinnern. Wir können uns keine Folklore leisten. Wir müssen uns wehren. Erst in dieser Woche ist die Generalbundesanwaltschaft vorgegangen gegen rechtsextreme Jugendorganisationen, auch hier in Brandenburg. Der Rechtsstaat hat gezeigt, wir lassen uns nicht einschüchtern. Meine Damen und Herren, die Vergangenheit gibt uns den Auftrag, die Gegenwart zu gestalten. Nicht um festzuhalten, sondern um eine Zukunft zu schaffen, die allen Menschen Frieden und Freiheit bietet. Der 8. Mai war militärisch eine Niederlage. Der 8. Mai ist bis heute eine Befreiung. Und es ist unser Auftrag, diese Freiheit zu verteidigen. Vielen Dank.
Sehr geehrte Präsidentin, Professorin Liedtke, sehr geehrter Herr stellvertretender Ministerpräsident, Ministerinnen und Minister, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger. I will start with a few words of our Prime Minister on May 8th, 1945, who said to Canadians, "The victory which has been won today is a victory of the spirit of all free men and women." These words, I think, also belong to all of us who are gathered here today. They remind us that the end of the Second World War was not only a military triumph, it was a moral one. It was the triumph of human dignity over hatred, of solidarity over terror, and of the unbreakable will of free peoples to resist tyranny. Today, as we commemorate the liberation of Europe, we honor the 6 million Jewish victims of the Shoah, and we remember the many other groups that were targeted and murdered by the Nazi regime. Sinti and Roma, people with disabilities, LGBTQ+ individuals, political prisoners, forced laborers, Jehovah's Witnesses, and countless civilians from occupied nations. Their suffering and their courage form the moral foundation of our remembrance. The memory is the foundation of our commitment to nie wieder, never again, plus jamais. It must be a continuous commitment expressed through vigilance, education, and concrete action to defend human dignity wherever it is threatened. Allow me to start with a brief personal reflection. I arrived in Germany a number of months ago to take up my role as Canada's ambassador. I've long had an interest in German history and the courage with which the Germans rebuilt a strong, self-critical, and resilient democracy after the devastation of the war has shaped my understanding of democratic renewal and what it can look like. It's therefore especially meaningful to me to begin my work here in a year when we celebrate the 75th anniversary of diplomatic relations between Canada and Germany. It's a milestone that reminds us how far our partnership has come, how much it continues to grow, and particularly how much of it is needed to secure our futures. To serve here at this moment in history is both a privilege and a responsibility that I carry with deep humility. I was invited today to speak about Canada's role in World War II, and I want to start by stressing that Canada's contribution to the defeat of fascism, while significant, was never solitary. The victory in Europe was the achievement of a vast coalition, other countries, the United States, the United Kingdom, the Soviet Union, France, resistance movements across the continent, and many, many others. Canada, with these allies, were united by a belief that human dignity must prevail over hatred and dictatorship. We recall on D-Day, when on June 6th, Allied forces, including about 14,000 Canadians, stormed the shores of Normandy, accepting immense loss and suffering in order to open the path for Europe's liberation. More than 1 million Canadians served in uniform. They came from every part of our society: Indigenous peoples, a Black regiment, French-speaking Canadians, Anglophones, and many who were new to Canada. As we reflect on the Allied victory, we must also acknowledge the immense suffering endured by the peoples of Poland, Ukraine, and other nations in Eastern Europe. Their lands were amongst the first to be invaded and the last to be liberated. They endured occupation, mass murder, forced labor,
and the deliberate attempt to distinguish their cultures and their communities. Millions of Polish and Ukrainian citizens and soldiers lost their lives. Their resistance, military, civilian, and spiritual, was indispensable to the defeat of Nazi Germany. Today, these nations are not only partners in remembrance, they're partners in defending the values of sovereignty, freedom, and democracy, especially in the face of Russia's ongoing aggression against Ukraine. Canada stands with them and stood together in the darkest hours of the 20th century. Canadian units were among those who liberated the concentration camp Ravensbrück and Westerbork, a transit camp from which tens of thousands of Jews were deported to Auschwitz and to Sobibor. They provided emergency care to survivors, and they documented the crimes that they had found. There were some Canadian soldiers as well who experienced the brutality of the camps firsthand. Among them were young Canadian airmen who, together with a number of other Allied pilots, were illegally imprisoned in the Buchenwald concentration camp. One survivor, Ed Carter Edwards, later recalled standing on the roll call square, surrounded by the emaciated and the dying, convinced that the world would never believe what he had witnessed. These airmen, illegally imprisoned, since testified that they survived the war, they believed, as a direct result of an intervention by members of the Luftwaffe. In that limited professional sense, fellow airmen who insisted that they be transferred to a POW camp according to the rules of law. This was how those airmen believed that they survived. Edward Carter Edwards went on to devote his life to bearing witness to uncovering and speaking about the truth of that horrible place. And today his grandson carries forward this legacy, returning regularly to Buchenwald to share this story with new generations. The fate of these pilots is documented in a film, The Lost Airmen of the Buchenwald. And I warmly invite all of you to join us to a screening of that film on November 11th, Remembrance Day, at the Canadian Embassy in Berlin. I tell this story about Ed Carter Edwards and his fellow airmen because it illustrates that there is hope even amidst great tragedy and darkness. It's important to remember this as well, that remembrance is not abstract. It's personal, it's human, and it obliges us to act. After the war, Canada welcomed over 150,000 displaced persons, survivors of camps, those fleeing persecution, some of my relatives amongst them. They built their lives in Canada, contributing immeasurably to what Canada is today. But it wasn't always the welcoming place it is today. Just prior to the war, in May 1939, the MS St. Louis, carrying 937 passengers, mostly Jews, set sail from Hamburg, seeking refuge to escape Nazism. Initially, they headed for Cuba, where they were turned away, then to the US, turned away again, and to Canada, and we turned them away as well. The ship eventually returned to Europe, and of those passengers, some 254 were killed in the Holocaust, and we acknowledge that terrible injustice. In 2018, our Prime Minister at the time, Trudeau, formally apologized. Remembrance must include honesty about our own shortcomings. As briefly mentioned, this year marks the 75th anniversary of diplomatic relations between Canada and Germany. Our partnership was forged in the aftermath of the war, strengthened during the Cold War, and deepened through decades of cooperation. Once an adversary, Germany is now amongst our closest allies, partners, and friends. Germany's commitment to peace
through its missions to Afghanistan, NATO deployment to Lithuania, and elsewhere in the world, reminds us that while history matters, what defines our relationship is how we act today. The work that we do, usually together, to live in a more just world. Together, Canada and Germany are defending international law, supporting democratic resilience, standing united in the face of global instability, strengthening our economies sustainably and inclusively. Canada played a role in the reconstruction of West Germany through NATO, through economic support, through the presence of tens of thousands of Canadian military friendships, or military personnel, many of whom lived in Lahr, and their friendships and relationships grew. These human connections, families, neighbors, teammates, became the quiet foundation of our modern relationship. Here in Brandenburg, I am told the story of May 8th is more complex. Potsdam itself stands as a symbol of Europe's 20th century ruptures, of militarism and dictatorship, but also of reconstruction, dialogue, and democratic renewal. That history lends a particular weight to today's gathering. Liberation from Nazism was followed by a new dictatorship that sought to control memory and claim anti-fascism as an exclusive narrative. Only the peaceful evolution of 1989, the first successful uprising against a dictatorship in German history, opened the way to a democratic culture of remembrance. And as many German leaders have said, it is no longer enough to say, nie wieder. We must ask why we remember and how remembrance can strengthen our democracies at a time when fatigue, politicization, and disinformation threaten our political cultures. We need public spaces like this Landtag, where we speak openly to one another. We need dialogue across borders, across generations, and across oceans. Today, the international order created in the aftermath of World War II is under intense strain. Rules that were meant to constrain power are being openly challenged. Borders are questioned by force, and international law is dismissed as optional. In Davos earlier this year, Prime Minister Mark Carney described this moment as a rupture in the world order, the beginning of a brutal reality where geopolitics among the great powers is no longer subject to meaningful constraints. His words capture a shared concern felt across democratic societies. But he also emphasized that middle powers, like Germany, like Canada, are not powerless. We can help to build a new order grounded in our values: human rights, sustainable development, solidarity, sovereignty, and territorial integrity, and yes, international law. These principles guide Canada's response to Russia's war of aggression against Ukraine and to conflicts, to humanitarian crises around the world. They guide our cooperation with Germany on energy security, climate action, defense, and the protection of democratic institutions. Canada doesn't claim a special role, but we do claim a shared responsibility to defend our values that were so gravely threatened in the 20th century and are, once again, under grave pressure today. Dear ladies and gentlemen, on this day of remembrance, we honor the victims of the Holocaust and of the war. We honor the courage of those who resisted. We honor all who fought for a world in which freedom could flourish. Remembrance is also a call to action, and we must continue to strive for those ideals. As we mark 75 years in diplomatic relations between Canada and Germany, our partnership is more important than ever. We're united by a commitment to democracy, to the rule of law, and to the dignity of every human being. We are united by our histories,
tragic, complex, intertwined, and by our determination to learn from them. And we are united by a moral and security imperative to have a more secure, sustainable, and just world. This requires our strength and tenacity, our partnership. So let us draw strength from our shared history, building on years of friendship between our two countries, and let us work together as partners, democracies, and friends to protect peace and freedom in a world that needs them more than ever. Thank you. Danke schön.